Im Livestream des Deutschen Museums, wir reisen in der Zeit zurück, wir sind hier bei den Werkzeugmaschinen und das hier sind zwei linke Hände und deshalb habe ich glücklicherweise einen Experten für die Werkzeugmaschinen da, nämlich den Kurator, den Herrn Spicker. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Danke, dass Sie Zeit haben. Ich kenne mich so wenig mit Werkzeug aus, dass ich mir noch nicht mal vorstellen kann, was Werkzeugmaschinen eigentlich sind. Sind das die Maschinen, die die Werkzeuge herstellen oder schließt das noch mehr ein? Es schließt eigentlich noch mehr ein. Wir sind jetzt hier einfach nur, damit wir mal wissen, wo in einem Raum, in einem Bereich der Abteilung Werkzeugmaschinen. Das ist eine Inszenierung, sagen wir Museumsleute, einer Maschinenhalle, wie sie so um 1820, 40 bis ungefähr 1880 möglich gewesen sein könnte. Gibt kein ganz konkretes Vorbild, aber wir haben versucht, das so einigermaßen nachzuahmen. Deswegen ist es zum einen duster, weil in den ganz frühen Fabrikbauten war Licht ganz selten richtig drin. Dabei muss man doch bei den Werkzeugen sehen, was man macht. Genau. Ja. Aber das, was Sie am Anfang gefragt haben, was ist eigentlich eine Werkzeugmaschine, warum sind wir hier? Ja. Selbst heute, jetzt im Jahr 2020, ganz viele oder fast alle unsere Produkte, vom Automobil über die Eisenbahn, die wir benutzen, bis zum Kugelschreiber und so weiter, all diese Dinge werden auf Werkzeugmaschinen gefertigt. Eben nicht nur die Werkzeuge, sprich den Hammer, den Sie vielleicht zu Hause haben, sondern eben auch die Dinge unseres alltäglichen Bedarfs. Und da wir uns hier, wie gesagt, so im 19. Jahrhundert bewegen, will ich noch mal ganz kurz an die Anfänge, an die Vorzeit erinnern und das zeigen und da auch so ein bisschen erklären, was ist denn eine Werkzeugmaschine? Wir haben hier so ein Diorama, nennt sich das, also ein Nachbau einer Situation in einer Drechselei im 17. Jahrhundert. Da arbeitet einer, das sieht man, der hat hier seine Werkbank, auf der ist eingespannt nachher etwas, was vielleicht ein Teil für ein Geländer werden kann, eine Abstützung im Geländer. Und der hat in der Hand ein Werkzeug und damit bearbeitet er das Werkstück, sagt der Fachmann dazu, also das, was nachher rauskommen soll. Okay, und das kann zum Beispiel eben ein Tisch sein oder ein Geländer oder ein Fuß für einen Tisch. Fuß für einen Tisch, genau. Okay. Okay. Und damit der mit seinem Werkzeug, das er in der Hand hat, besser an das Ding drankommt, hat er eben diese Werkzeugmaschine. Das ist noch keine Maschine, Nein, sondern aber eine Maschine hat verschiedene Sachen. Eine Maschine hat, wie auch er, zunächst mal ein Bett, Einrichtung, wo oft alles dran und drauf ist. Da sind zum Beispiel die ganzen Halterungen für das Werkstück, also für das, was ich bearbeiten will, dran. Und eine Maschine hat normalerweise einen Antrieb. Früher, vor der Maschinenzeit, war das der Mensch. Wir werden nachher Beispiele sehen, wie es dann in der Industrialisierung weiterging. Und das ist das eben mit dem Werkzeug, eine Aufnahme, eine Führung für das Werkzeug, sodass ich nicht mehr mit meinen Händen das Werkzeug führen muss, sondern das macht die Maschine. Okay. Und da können wir gleich nämlich an das erste Beispiel gehen. Ich bin sehr gespannt. Okay, das sieht schon mal definitiv größer aus als das Holzstück da drüben. Ja, was ist das? Das ist eine Drehbank oder Drehmaschine schon. Auf der werden runde Dinge, mal ganz platt gesprochen, hergestellt. Okay. Der Fachmann sagt rotationssymmetrisch. Das, worauf es ankommt, das sind diese Sachen. Das soll nachher rauskommen. Das wird mal oder wäre geworden, wenn es fertig geworden wäre, ein Druckzylinder, ein Glättzylinder für eine Druckmaschine. Okay, und die brauchen eben diese großen runden Ding und Dinger, genau. Eine ganz glatte Oberfläche. Das ist natürlich wichtig, weil ich habe Papier, das gut geführt durch meine Druckmaschine durchkommen soll, um eine Zeitung zu haben, die nachher so aussieht, wie ich sie kenne, dass nämlich die Buchstaben schön gezeigt werden. Also ist das sozusagen der Teil, der theoretisch schon bearbeitet wurde? Der ist bearbeitet. Das ist der Rest, der noch bearbeiten werden Der sollte. kommt, das ist ein Gussstück, der ist noch nicht bearbeitet. Und um das zu bearbeiten, brauche ich meine Werkzeuge. In dem Fall Drehmeißel heißen diese Dinger. Die haben eine scharfe Kante, sind gehärtet und werden in dem Falle bei dieser Maschine von beiden Seiten angesetzt, angeführt. Und je nach Drehzahl und je nach Stärke, die ich einstelle, nehme ich hier mehr oder weniger Material ab.
Das ist natürlich etwas, das könnte man nie ohne so eine Maschine so symmetrisch, so sauber, einfach nur mit einem Werkzeug sich mit hinmeißen. Am Anfang hat man das gemacht. Und entsprechend sind die Sachen, die dabei rausgekommen sind. Okay. Ich weiß nicht, nebenan ist die Abteilung Kraftmaschinen, da sehen Sie Dampfmaschinen. Diese ganz frühen Dampfmaschinen, die sind noch händisch, mit die Kolben noch händisch gemacht worden. Und da war man froh, wenn man bei den großen Durchmessern eine Abweichung von 2 Zentimetern gehabt hat. Das mag sich jetzt nicht viel anhören, aber wenn eine Dampfmaschine mit dermaßen Dimensionen, wie wir sie drüben zum Beispiel stehen haben und von der Größe und von der Kraft nicht ganz rund läuft, weil die ganzen Teile nicht rund genug sind, dann kann das zu ganz schönen Problemen führen. Ja. Der Clou aber an der Maschine ist, sie hat eine Spindel, nennt man das hier unten. Das ist eigentlich ein langes Gewinde. Und an diesem Gewinde wird das Werkzeug, sprich unsere beiden Drehmeißel, in ihrem Support, man merkt schon, es ist Englisch, gleichmäßig transportiert zur Drehzahl, die die Maschine selber hat. Okay, also dieses Ding bewegt sich nicht, aber... Doch, das dreht sich. Das dreht sich, ja, aber es bewegt sich nicht hin und her. Nein, bewegen tut sich das Werkzeug. Das ist charakteristisch für die Drehmaschine. Und das ist der ganze Antrieb, den man dafür braucht, dass sich das alles dreht? Ja, weil der Clou, oder was ich mit der Maschine machen kann, ich kann über Auswechseln von Zahnrädern die Geschwindigkeit, mit der sie sich dreht und die Geschwindigkeit, mit der die Werkzeuge geführt werden, wechseln. Okay. Womit wurde das damals betrieben? Man hat jetzt keine Steckdose gehabt, wo man das Ding ansteckt und sich denkt, so, jetzt geht's los, sondern was waren die Lösungen, die man hatte? Ganz am Anfang hat man vor allen Dingen Wasserräder. Und dann können wir mal gleich gucken. Okay. Hat man Wasserräder gehabt, die an eine lange Welle angeschlossen waren. Oder später dann Dampfmaschinen, die an einer langen Welle angeschlossen waren. Und von dieser zentralen Welle aus sind alle Maschinen einzeln angetrieben. Verstehe. Also das ist ein Raum, da sind lauter einzelne Maschinen, die werden alle gleichzeitig betrieben durch dieses Ding, was da oben hängt. Und da könnte man Ding heißt Transmission. Transmission. Weil von der Welle zu den jeweiligen Maschinen gehen Transmissionsriemen. Das sind ganz einfache Lederriemen, die man früher geschnitten hat, zusammengesteckt. Und mit denen wird die Kraft, die Drehbewegung von meiner Dampfmaschine, von meinem Wasserrad oder es konnte auch mal ein Großdieselmotor sein, übertragen auf die einzelnen Maschinen. Verstehe. Und das Ding kann man hier auch starten lassen, oder? Wir haben den Vorteil, wir können so etwas auch nochmal starten lassen. Ohne Wasser und ohne Kühe, die es ziehen, sondern? Ja, leider, das können wir nicht machen. Wir haben auch leider keine Dampfmaschine mehr, die jenseits dieser Tür ist, um das alles anzutreiben, sondern wir machen es leider mit einem schnöden Elektromotor. Das ist doch, ja, okay. Der Herr Glock ist auch da, der betreibt das alles, hat eine Fernbedienung, jetzt geht's gleich los. Jetzt wird's laut, oder? Ja, erstmal. Genau. Ja. So, und jetzt sieht man, oben dreht sich die Welle, heißt das. Und von der Welle ausgehend drehen sich die aufliegenden Lederriemen. Und damit kann ich dann meine einzelne Maschine antreiben. Ich gehe jetzt zum Beispiel hier mal zu der Drehbank. Dann gucken wir mal durch. Also das ist jetzt praktisch so eine Zeitreise durch die Maschinen. Die standen normalerweise nicht alle gleichzeitig so in einem Raum, sondern das ist für uns eine Reise durch die Zeit. Das ist so ein bisschen eine Reise durch die Zeit, um ein paar Entwicklungsschritte, die so im 19. Jahrhundert, wir bewegen uns gerade immer nur im 19. Jahrhundert, die so im 19. Jahrhundert passiert sind in dieser Industrialisierung und die eben sozusagen diese ganzen Produktionsmethoden revolutioniert und umgestellt haben, sodass wir dann das kennen, was wir heute haben, Massenkonsum dank Massenproduktion. Okay, Ohne klar, so etwas wäre das gar nicht möglich gewesen. Ja, also da läuft da oben dieser Lederriemen einmal da rein und jetzt kriegen wir es gleich hin, dass dieser Lederriemen den anderen Lederriemen bedient. Alle Maschinen lassen sich einzeln zu- und abschalten. In dem Fall eben diese Drehbank kann ich über diesen Kettenzug, wer es beobachtet hat, ich kann es nochmal machen, oben den Lederriemen einfach verschieben. Ja. Von einer Leerrolle heißt es, die läuft einfach
nicht fest auf der Welle zu einer, die fest verbunden ist, und dann bewegt sich hier meine Maschine. Und ich habe hier in der Mitte das Werkstück wieder, also das, was ich bearbeiten will. Und weil das noch eher eine Drehbank, denn eine Drehmaschine ist, müsste ich jetzt hier wieder mit einem Werkzeug, wie im Diorama gesehen, anfangen, Material abzunehmen. Okay, also die Bank dreht das Material für einen, aber man muss selber noch Hand anlegen. In dem Fall muss ich selber noch Hand anlegen. Ich finde das erstaunlich, immer als Kind der Digitalisierung nochmal sowas zu sehen, wo richtig mechanisch das eine zum anderen führt und dann sich irgendwas bewegt. Und es ist nicht einfach nur, man steckt es in die Steckdose und es funktioniert. Man kann dem richtig folgen. Ja. Okay. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir haben da eine relativ einfache Drehbank, wie gesagt. Aber das hat sich bei Drehen, also sprich, wenn ich wieder runde Dinge herstellen will, rotationssymmetrische, hat sich das sehr schnell weiterentwickelt, so in ungefähr 40 bis 50 Jahren zu so etwas. Das ist eine sogenannte Revolverdrehbank. Damit stellt man Pistolen her. Auch. Auch tatsächlich, aber sie heißt nicht deshalb Revolverdrehbank. Nein, sie heißt nicht deswegen Revolverdrehbank, sondern weil ich hier eine drehende Werkzeugaufnahme habe, die sich wie bei einem Revolver, also sprich bei dieser Waffe, mit meiner Bewegung immer eins weiter dreht. Ah, okay, und so da könnte man mehrere Spitzen nacheinander Genau, fertigen. je nachdem, was ich machen will. In dem Falle zum Beispiel, gehe ich mal etwas schneller durch, habe ich hier einen Bohrer. Ich will da ein Loch einbohren. Dann kann ich das so machen. Kann wieder rausziehen. Jetzt will ich da aber zum Beispiel mal ein Gewinde reinmachen. Ein Gewinde kennen Sie, das hat eine Steigung, das hat so eine Schnecke. Ja? Wenn ich jetzt, ich werfe sie mal an, wenn ich jetzt mein Gewinde machen will, schneiden heißt es dann in der Fachsprache, mein Gewinde schneiden will, dann schneide ich es so rein, in der Drehrichtung, wie ich es zum Beispiel von meinem metrischen Gewinde zu Hause kenne. Für Ja. jede Schraube. So. Wenn ich jetzt wieder einfach ziehen würde, bin jetzt drin, würde wieder einfach ziehen, würde ich mir mein ganzes Gewinde kaputt machen. Ja klar, weil es natürlich auf dem Weg zurück alles wieder... Die Schnecke wieder rausfräse. So. Aber da hat man damals auch schon Tricks gehabt, um sich zu behelfen. Meine Dampfmaschine, mein Wasserrad kann ich in der Drehrichtung ja nicht umstellen. Genau, das dreht sich immer in die gleiche Richtung. Deshalb hat man ja das Problem beim Rausziehen. Aber ich kann die Maschine in der Drehrichtung umstellen, indem ich einen zweiten Lederriemen habe, der gekreuzt ist. Und jetzt kann man das mal sehen. Ich gehe in die Leerstellung und von dort in die andere. Und so komme ich einfach zur entgegengesetzten Drehrichtung und kann nun auch andersherum arbeiten. Ja klar, kann's das noch mal dreht sich wiederholen. jetzt andersrum, weil der quergelegt ist und Weil er einmal damit nach der überkreuzt. Hälfte sozusagen die Richtung Einmal geht. überkreuzt. Eigentlich so einfach, aber dann so brillant und dann doch so wichtig. So kann ich eben beim Drehen Bearbeitungsschritte in beide Richtungen machen, wenn ich das brauche, wenn es notwendig ist. Wie sicher waren diese Geräte? Hat man sich da daran verletzt? War das ein Problem? Oder? Also die Verletzungshäufigkeit war relativ groß, muss man sagen. Diese Lederriemen nutzen sich mit der Zeit ab. Man sieht ja auch zum Beispiel an der Stelle, in der Leerrolle kann man das machen, ist er zusammengemacht. Solche Schlösser konnten auch mal aufgehen. Und dann ist der Lederriemen im glücklichsten Falle nur von der Rolle gefallen und blieb einfach liegen. Ja. Wenn er ganz gerissen ist oder ganz aufgegangen ist, flog er dann unter Umständen auch mal durch die Werkhalle. Also eine selbstbetriebene Peitsche, die einmal durch den Raum schießt und Ja. jeden mitnimmt, der im Weg steht. Aber nicht nur das, es gibt auch ganz andere Möglichkeiten. Natürlich Personen mit langen Haaren oder langen Kleidungsstücken, die konnten ihre Kleidungsstücke hier reinbekommen. Oder im schlimmsten Fall ist man auch mal mit einem Finger drin hängen geblieben, der war danach ab oder ja, klar, kaputt. natürlich. Ich meine, wenn das so ein Gerät bewegen muss, dann ist das nicht ein leichter Druck, sondern da ist richtig was drauf. Ein bisschen Schlupf heißt es, ist drin. Das heißt auch im Stehen kann er ein bisschen drehen, aber es ist trotzdem immer noch Kraft dabei und kann zu Verletzungen führen. Ja,
meinen Finger will ich da nicht drin haben. Nee, wir kennen ja Franz Kafka als Schriftsteller vielleicht, aber in seinem Brotberuf war er Versicherungsangestellter. Und da schreibt man dann auch so komisches Zeug. Nein, der musste in den Industriebetrieben seiner Region um Prag herum Reisen machen. Ja. Hat Unfallaufnahmen machen müssen, also gerade solche schweren Verletzungen. Das schreibt er dann auch immer wieder in seinen Briefen. Und hat natürlich auch Unfallverhütungsvorschriften aufgesetzt, erlassen. Die Betreiber von solchen Unternehmen darauf hingewiesen, dass sie hier Unfallverhütung zu machen haben und das schon kurz nach 1900. Also Wahnsinn, also Kafka hat dafür gesorgt, dass sich die Leute nicht die Finger einklemmen. so im übertragenen Sinne. Was man hier lernt bei Ihnen, das ist ja unglaublich. Aber gehen wir mal noch weiter. Ja. Jetzt haben wir Drehen. Ich mache ein Werkstück oder eben das, was ich produzieren will, von außen rund. Aber was natürlich auch vorkommt, ich will irgendwo ein Loch einbohren. Okay, ja klar, natürlich. Ja. Und das ist eine frühe Bohrmaschine, die schon ein bisschen einen Clou hat. Nämlich, ich muss bei der nicht mehr selber dafür sorgen, dass mein Bohrer sich fortbewegt in das Material rein. Vorschub heißt das. Sondern das macht die schon selber. Dann werden wir sie mal langsam anwerfen. Okay. Das Prinzip ist auch hier immer das gleiche. Der Lederriemen dreht sich oben und dadurch dreht sich dieses Gewinde weiter. Wobei die ganze Mechanik für die Übertragung sorgt. Ich kann hier hinten den Vorschub einstellen. Also ich kann auch einstellen, mit welcher Geschwindigkeit will ich denn in mein Material. Das ist ganz wichtig. Wir haben hier einen relativ großen Bohrer, der sollte langsamer laufen, als wenn ich einen dünnen Bohrer habe. Mit dem kann ich durchaus schneller ins Material rein. Also das ist die Originalgeschwindigkeit und da bohrt er sich dann so langsam rein. Etwas schneller dürfte oder bisschen könnte geht. er. Okay. Wir haben nur unseren Elektromotor reduziert, sodass wir die Maschinen ja auch nicht zu arg belasten. Die sollen ja noch für Vorführungen längerer Zeit erhalten bleiben. Aber letztendlich, so unter uns, das sieht schon gar nicht so anders aus als die Bohrmaschinen, die wir zu Hause haben. Also es ist einfach nur 10-mal größer, aber das Prinzip ist ja dann letztendlich, hat sich nicht so groß verändert. Nein, das Werkzeug, sprich der Spiralbohrer, den Sie auch daheim nehmen, um in der Wand oder in ein Holzstück zu bohren, der ist schon relativ alt. Den gab es natürlich auch schon vor der Industrialisierung. Aber dass er eben in so einer Maschine drin hängt und die Maschine eigene Kraft ausübt, um das Loch zu bohren, das war das Neue. Ich weiß gar nicht, ob man das im Livestream jetzt so richtig hört, aber das ist ja schon sehr laut. Also die Leute, die früher hier gearbeitet haben, die waren ja mit ziemlichen Lärmbelastung ausgesetzt. Ja, vor allen Dingen, wenn Sie überlegen, Sie müssen so ungefähr einen Arbeitstag im 19. Jahrhundert sind wir noch bei Minimum 12 Stunden, dass Sie in der Fabrik sind. Und das hier sind noch nicht mal die lautesten. Wenn Sie Maschinen haben, die vor allen Dingen stoßen, die sind noch lauter als jetzt solche Bohrdreher und nachher, wo wir noch dazu kommen, Fräsmaschinen. Okay, ja. Also die Leute hatten neben der Verletzungsgefahr in all diesen offenen Zahnrädern, mit all diesen Riemen, auch noch das, dass sie sehr laut, eine laute Umgebung hatten. Oder wenn sogar noch in der Fabrikhalle die Dampfmaschine mit drin stand, war ja die Wärme- und Hitzeentwicklung der Dampfmaschine auch noch da. Deswegen hat man in den späteren Fabrikbauten die Dampfmaschine immer in ein eigenes Haus gebaut, um wenigstens das rauszumachen. Das war ein Knochenjob. Es war ein Knochenjob. Ja. Und also wahrscheinlich wurde man auch mit den Jahren taub. Also das hält ja auch kein Mensch aus. Nee, Ja. war auch ein Effekt. Okay, also mit den Fingern konnte man aufpassen, aber gegen den Lärm konnte man sich nicht schützen. Das ist ja Nein, so wie wir es heute kennen mit Ohrhörern oder Gummipropfen, das gab es damals noch nicht. Jetzt haben wir noch so zwei Entwicklungsschritte, die einfach auch noch zu nennen wären, die ich einfach auch mal noch zeigen möchte. Das ist zum einen hier das Hobeln. Das kennt man vielleicht so ein bisschen von zu Hause, wenn man mal einen Holzhobel in der Hand gehabt hat. Man hat eine Schneide, damit mache ich eine plane Fläche auf Holz. okay, genau. Da Das geht es ist- nicht ums Bohren, sondern einfach nur um eine Fläche gerade zu Um bekommen. eine Fläche gerade zu machen. Und wenn ich das bei Metall machen will, ist es entsprechend aufwendiger, weil Metall ist natürlich widerstandsfähiger und härter als Holz.
Sicherung entfernen. Aber auch da hat man sich schon einiges überlegt. Da bewegt sich ein Tisch, auf dem ich normalerweise dann eben das, was ich produzieren will, festspanne. Und mit einer kleinen Schneide hier, mit diesem Werkzeug, nehme ich dann immer meinen Metallspan, sagt der Fachmann ab. Und so komme ich langsam zu einer planen Fläche. Okay, das rutscht immer weiter. Das ist so ein bisschen wie beim Staubsaugen. Man macht eine Bahn und dann macht man die nächste Bahn. Das kann ich über die Handräder nachstellen, dass ich immer weiterkomme und dann komme ich auf meine plane Fläche. Ist relativ mühsam. Ja. Ja, das denke ich, und es dauert auch lang. Aber es ist erstaunlich, was mir nicht so klar war, ist, wie sehr doch letztendlich immer das gleiche Prinzip angewandt wird, um die unterschiedlichsten Sachen herzustellen. Also es ist immer so ein Ding, das sich dreht und durch diese Bewegung kriegt man es dann hin, alles irgendwie herzustellen, was man kennt, von Schrauben bis irgendwie Metalltischen wahrscheinlich. Alle Formen oder wie man sagt im Fachsprache Geometrie. Deshalb ist es so gut, dass ich hier bei Ihnen bin. Dann lernt man wirklich mal was. Okay. Aber dieses Verfahren ist so im Laufe des 19. Jahrhunderts immer mehr in den Hintergrund geraten und durch ein neues Verfahren, was wir vor allen Dingen auch heute kennen und heute anwenden, in der ganzen Produktion ersetzt worden, nämlich durch das Fräsen. Während ich beim Hobeln nur eine Schneide habe, habe ich beim Fräsen mehrere Schneiden auf einem Werkzeug. Nämlich Vorsicht hier. mit dem Finger. Oh ja, es bewegt sich nicht, Gott sei Dank. Hier, dieses Werkzeug dreht sich und damit kann ich auf dieser Fläche eine schön glatte, plane Ebene erreichen. Ich verstehe, glaube ich, nicht ganz, warum das so eine Revolution ist. Das sieht für mich nach dem gleichen Prinzip Es geht viel schneller. Okay. Und ich kann es geht viel schneller mit der Genauigkeit. Das ist erst eine Sache von heute, aber ich werde viel schneller. Und seit es hier für diese Werkzeuge einen speziellen Stahl, nämlich den Schnellschnittstahl gibt, vielleicht kennen Sie den Namen, Mr. Taylor in den USA entwickelt hat. Seitdem her kann man nämlich relativ schnell und in großen Massen plane Flächen erzeugen. Okay. Ach, weil hier das Werkzeug sich dreht. Genau, das ist der Unterschied. Hier dreht sich das Werkzeug. Hier habe ich nur die eine Schneide, die immer nur hin und her bewegt. Klar, verstehe, natürlich. Und das sind ja praktisch 15 Schneiden, die da gleichzeitig... Je nach Werkzeug, was ich habe. Okay. Aber das Prinzip ist auch wieder, von oben kommt der Ich habe auch Lederriemen wieder und das den Ding dreht sich. Antrieb über die Transmission. Ich finde, das sieht sogar irgendwie schön aus. Das ist so mit den ganzen... Es ist wie eine riesengroße Nähmaschine. Ich weiß auch nicht, warum mir jetzt gerade diese Idee kommt, aber... Nähmaschinen sind schon auch auf den Maschinen gebaut worden. Wir haben in unserer Sammlung relativ einfache Maschinen, die sie einfach im Einsatz waren. Es gibt aber auch, ähnlich kunstvoll wie bei Dampfmaschinen, hat man hier die Füße vom Maschinenbett wie dorische Säulen, wie griechische Säulen, wie in der Architektur mit solchen Ornamenten und Verzierungen ausgeführt. Das waren aber natürlich nur Maschinen, die eher für die Ausstellung, für die Weltausstellung waren oder für besondere Anlässe, aber nicht so für den Alltagsgebrauch in der Wie teuer waren so Maschinen im Vergleich, im Kontext in der damaligen Zeit? Konnte sich jeder so eine Maschine leisten? Nein, sich nach was Hause zu Hause stellen konnten sie sich so etwas nicht. Wenn sie eine Fräsmaschine kaufen wollten, das müssen Sie sich heute vorstellen wie bei einem Investitionsgut. Man kann es nicht so ganz 1:1, aber bei den Verdiensten von so einem Arbeiter, der Arbeiter hätte 4, 5, 6 Jahre gebraucht, um nur den Wert dieser Maschine überhaupt zu verdienen. Okay, also es war tatsächlich so, es war eine Riesenanschaffung, da musste man auch wirklich lange daran arbeiten, dass man das Geld dafür reinholt. Ja, das ist heute auch so. Ja. Wenn Sie eine Werkzeugmaschine oder ein Bearbeitungszentrum heute eben bestellen, in Ihrer Ausstattung, was schätzen Sie, was Sie zahlen? Boah, ich habe überhaupt keine Ahnung. Mehr als ein Hammer auf jeden Fall. Ja, also die günstigeren und einfacheren kriegen Sie ab 80.000, auch mal 60.000, je nach elektronischer Steuerung. Wenn Sie aber richtig loslegen wollen, dann müssen Sie ab 300.000 aufwärts
Euro an. Und ich kenne mich. Ich würde es am ersten Tag kaputt machen. Genauso einer bin ich. Ich kaufe mir 300.000 Maschine und mache sie kaputt. Okay. Dieses Ding sieht auch nochmal richtig gefährlich aus. Was ist das denn? Ist ein bisschen auch ein Highlight unserer Ausstellung. Das ist ein Sägenschärfautomat, der völlig automatisch Sägeblätter nachschärft. Sägeblätter, wie ich sie in der großen Sägerei habe, um Holz zu sägen. Man sieht das große Blatt aufgespannt. Ah, okay. Man sieht das große Blatt aufgespannt, die gefährlichen Sägezähne. Also das ist nicht das Werkzeug, sondern das ist das, was wir bearbeiten das ist wollen. das, was wir bearbeiten. Was wir schärfen. Verstehe. Genau, und das wollen wir jetzt schärfen. Da müssen wir mit ein bisschen Fingerspitzengefühl bei uns ran, weil die Lederriemen mit der Zeit sich eben auch etwas ausdehnen und schlüpfrig werden und nicht mehr so ganz... Jawohl. Gut, dass wir den Herrn Glock hier haben. Der hat das notwendige Fingerspitzengefühl. Das ist ja fast wie ein Musikinstrument zu bedienen. Und dann hängt sich die Schleifscheibe ein, schleift meinen Zahn, die Maschine transportiert das Sägeblatt immer um einen Zahn weiter. Aha. Und so kann ich dann meine Sägeblätter schärfen. Das sieht jetzt fast schon aus wie so ein moderner Roboter, der sich von alleine bewegt und weiß, was er tut. Das ist Automatik oder Automation im 19. Jahrhundert. Es funktioniert schon alles selbsttätig. Ja. Und irgendwann ist das einmal durchgelaufen, man kann die nächste wieder einspannen und dann macht das Gerät Und dann weiter. kann ich das Sägeblatt auswechseln, mitnehmen, in meine Säge einbauen. So Geräte wurden aber meistens nur für einen bestimmten Zweck gebaut. Das heißt, dieses Ding kann jetzt so ein Sägeblatt schärfen, aber nicht viel anderes. Das Ding ist wirklich ein Zweckgerät, ganz klar. Aber bei den anderen Sachen, die wir gesehen haben, auf einer Fräsmaschine oder auf einer Drehbank, kann ich relativ unterschiedliche Sachen machen. Da ist die Sache des Know-hows aber noch bei dem Mensch, der davor steht, der damit umgeht. Heute mit der CNC, mit der Computertechnik, kann ich meiner Maschine sagen, was ich machen will. Ich muss hier das Programm einsteuern und dann fertigt sie mir nach dem Programmablauf, was ich haben will. Aber so Dinger sind ja auch unfassbar schwer. Die hat man wahrscheinlich einmal irgendwo hingestellt und da blieben sie dann, oder? Weitestgehend. Also für manche Maschinen, wir haben hier ja aufgrund auch, wir sind ja relativ klein. Hier in dem Raum haben wir natürlich auch nur relativ kleine Maschinen. Es gibt große Maschinen, die längere Stücke, zum Beispiel für die Dampflokomotivfertigung hergestellt haben, die schon zum damaligen Zeitpunkt, also sprich im 19. Jahrhundert, hier den halben bis den ganzen Raum hätten ausgefüllt. Die können wir natürlich nicht reinstellen. Ja, Wahnsinn. Und was haben wir hier? Das sieht aus wie so eine kleine Kanone. Nein, keine Kanone, sondern eine mobile Bohrmaschine. Wir müssen auch mal ein bisschen aufpassen mit dem Abstand halten. Ja? Eine mobile Bohrmaschine aus dem 19. Jahrhundert. Wir müssen uns die Situation vorstellen. Eisenbahn wird gebaut. Ich komme an eine große Schlucht, an einen Fluss und so weiter, muss meine Brücke darüber bauen. Im 19. Jahrhundert hatte man gegen Ende des 19. Jahrhunderts schon genug Stahl, um eiserne Brücken bauen zu können. Entschuldigung, Eisen. Stahl müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Hat man genug Eisen gehabt, um eiserne Brücken zu bauen. Aber diese eisernen Brücken waren ja hauptsächlich verbunden durch Nieten. Und um eine Niet durch die Teile zu treiben, braucht es ein Loch. Und dieses Loch muss ich ja bohren. Meistens sind die Teile vorfabriziert worden. Aber es war natürlich trotzdem mal so, dass auch auf der Baustelle noch ein paar Löcher nachgebohrt werden mussten. Und dafür hatte ich diesen Karren. Wenn es aufhört, ist es so eine große Erleichterung. So, man denkt, ach, so kann das Leben auch sein, das ist doch viel schöner so. Hatte ich den Karren, wo mein Motor drin ist, ein Elektromotor schon, weil wir sind jetzt in den 1880er Jahren. Eine Welle, die das überträgt und von hier aus wird dann mein Loch in den Stahlträger gebohrt. Ich kann den anderen Stahlträger dagegen legen, meine Niete durchtreiben, hält. Also eine Bohrmaschine zum Mitnehmen, falls man mal eine Eisenbahn Ja, bauen aber möchte. Sie brauchen, Sie sehen schon, Räder. Das Ding hat ordentlich Gewicht, ich glaube 200 Kilo war es.
habe hinten noch meinen Anschluss. Das heißt, ich muss auch gucken, habe ich Strom irgendwo auf der Baustelle. Das war ziemlich mühsam. Das war auch ziemlich spannend. Also wenn ich jetzt demnächst zu Hause irgendetwas habe, was man reparieren muss oder bohren muss oder so, dann rufe ich Sie an, weil ich kann es immer noch nicht, aber Sie wirken sehr vertrauenserweckend. Ja, das hoffe ich. Ich hoffe, alle zu Hause haben auch noch etwas gelernt und verstehen jetzt besser, wie die Welt funktioniert. Das ist ja das Tolle am Deutschen Museum. Viele Sachen für uns sind so selbstverständlich und kommt man hierher, fängt man überhaupt erst mal an zu verstehen, wie die Welt um uns herum funktioniert. Und das ist fantastisch. Also vielen Dank. Vielen Dank auch alle, die im Livestream dabei waren. Und dann gucken wir uns noch ein bisschen um und liebe Grüße an alle da draußen. Danke. Dankeschön. Gerne.